Wir haben das gestern beim Abendessen besprochen, da habe ich gesagt, dass es in unserer Gesellschaft so ein bisschen so ist, man läuft durchs Leben und kriegt dann so einen Schlag auf den Hinterkopf und so ein bisschen, ja, du hast jetzt Brustkrebs, du hast jetzt das, du hast jetzt das und du hast das. Und man sagt, ja, der Onkel Erhard hat jetzt das. Und in unserer Gesellschaft ist es ein bisschen so, als würden eben diese Schicksalsschläge einfach ausgeteilt werden. Und man hat das dann halt einfach. Ja, der hat das und du hast das. Und es ist wie bei einem Spiel, wo man einfach schlechte Karten gezogen hat. Und das ist es ja grundsätzlich nicht. Nein. Und wir müssen dahin kommen, zu sagen und auch uns aufzuklären, dass es Möglichkeiten gibt, schon vorher zu wissen, dass der Körper sich auf etwas vorbereitet oder etwas ausbrütet und dass aber, ganz wichtig, die Epigenetik, also der Lebensstil, die Ernährung, eine immense Rolle spielt und dass wir Verantwortung übernehmen können. Ja, und vor allen Dingen auch, dass wir als Ärzte bitte diese Aufgaben ernster nehmen. Von der Aufklärung, oder? Ja, natürlich. Also Aufklärung bedeutet ja heute, wir machen eine Koloskopie, wir machen eine Mammographie und damit bist du vielleicht als Frau geschützt. Das ist nicht fair. Das ist nicht fair. Also die Frage einer wirklichen Fürsorge bedeutet, dass wir als Ärzte auch ganz andere Untersuchungen bitte durchführen müssen, die es uns erlauben, eine gewisse wirkliche Prävention zu tun, dass der Körper, ich gebe Ihnen das Beispiel, eine Koloskopie. Eine Koloskopie ist eine Darmspiegelung, jede Frau sollte das tun ab 50, jeder Mann ab einem Alter. Aber was machen wir denn? Wir schauen in den Darm. Das heißt, das menschliche Auge ist überhaupt nicht in der Lage, eine annähernd nur funktionelle Entscheidung zu treffen, um zu sagen, da bereitet sich langsam eine Tumorerkrankung vor. Wir können kleinste Entzündlichkeiten überhaupt nicht feststellen. Wir gucken rein, wir sehen in der Regel zu 90% und sagen, es ist alles in Ordnung, weil wir ja in eine Tiefe gar nicht gucken können und grob makroskopisch stellt sich uns auch nichts irgendwie besonders dar. Aber wir tragen den Polyp ab. Und ein Polyp wird schon medizinisch eingeschätzt als Präkanzerose. Und dann machen wir nichts. Wir schätzen ihn aber so ein, dass er sich zum Adenokarzinom entwickeln kann, also müssen wir ihn cutten. Und jetzt hat der Patient 1 Jahr oder 2 Jahre Ruhe und dann darf er wiederkommen, um vielleicht wieder einen Polypen abzutragen, oder vielleicht ist zwischendurch ein Polyp entstanden und es hat sich auf dem schon ein Adenokarzinom entwickelt, weil die Aussage war nur, der Polyp, es reicht in 5 Jahren. Eine Stuhldiagnostik bedeutet, dass ich aus einer Stuhlprobe ein großes Mikrobiom zum Beispiel hat 15, 20 Antworten für mich parat, die ich als Arzt habe. Wie ist deine Mikroflora? Gibt es Entzündungen, die du gar nicht registrierst, Mensch? Allein heute macht das Gluten oder das Glyphosat macht eine entzündliche Spätreaktion, aber erst nach 4 bis 70 Stunden. Und jahrelang können das die Patienten wirklich nicht wahrnehmen. Das heißt, jede latent kleine Silent Inflammation nennt man das, das kann man alles untersuchen, macht immer eine Veränderung der Darmschleimhaut. Aber die Darmschleimhaut ist die Grenzfläche zwischen innen und außen. Jetzt nenne ich mal außen, ich esse was, es geht durch diesen Schlauch und geht dann wieder raus. Und innen heißt, was darf denn überhaupt rein? Währenddessen der Magen natürlich die allererste, oberste Priorität hat im Rahmen seiner Magensäure. Und das ist die Lebenssäure. Das heißt, das ist die einzigste Säure, die der Körper überhaupt produziert, weil sie lebenswichtig ist. Sie muss einen Magen in einem sehr sauren Milieu bitte halten. Diese Säure ist verantwortlich, Parasiten wirklich zu sagen, hier ist jetzt Schluss mit dir. Rein darfst du auf gar keinen Fall, aufgrund deiner hohen Wahrscheinlichkeit, dass du für dich dann sorgst. Ein Parasit geht niemals allein.
Und diese Magensäure, die wird doch heute, das Pantozol, wie ein Bonbon ausgeteilt. Als es auf den Markt kam, war ich junge Ärztin und ich habe mich gefreut, dass ich Menschen mit einem Magenkarzinom mal so für 14 Tage ruhig stellen konnte, damit es heilen kann. Aber das war das höchste der Gefühle. Langzeitwirkungen, Langzeitwarnungen. Heute ist es ein frei verkäufliches Medikament. Und wenn der Magen diese 1,4 verliert, wenn der sich jetzt basischer aufbauen muss, wenn er diese Aufgabe nicht mehr macht, dann wird das Auswirkungen auf das Pankreaskarzinom in der Entwicklung haben, Auswirkungen auf die ganze Verdauungssituation im Dünndarm und so weiter. Und diese, nochmal zurück, diese oder diese Wand, diese Darmschleimhaut, ob die jetzt im Magen ist, in der Speiseröhre oder im Darm, die hat 3 Posten. Das heißt, Sie müssen 3-mal so einen Passierschein zeigen und sagen, ich will aber rein. Der Körper braucht mich, ob das jetzt aufgespaltene Glucose, der Zucker ist, ob das die Aminosäuren sind, ob das Spurenelemente sind, ob das Vitamine sind, egal. Alles muss 3-mal geprüft werden. Das sind wichtige Immunschranken. 80% der Immunität sitzen da. Das sogenannte sekretorische IgA messen wir, die Peyer'schen Plaques, die Lymphorgane. Und wenn durch eine chronische Entzündung leise sich diese Schranken öffnen, dann entstehen Raster wie in einem Sieb und unwillkürlich wird alles, was eigentlich nicht in den Körper darf, Pilze, Bakterien, Parasiten, Skatol, Schwefelwasserstoff, Ammoniak gelangt jetzt ins Blut. Das ist übrigens mit die Ursache von diesem Anstieg an Autoimmunerkrankungen. Und jetzt muss ein Immunsystem das richten. Das heißt, jetzt bereitet es sich vor und sagt, hallo, wie kommt es, dass auf einmal so viel, wir sind ja nur noch jeden Tag hier am Erkennen, am Rattern, wie sollen wir denn jetzt noch auf die Tausenden täglich von Tumorzellen achten? Wie sollen wir denn jetzt noch täglich auf Viren achten? Wie sollen wir denn täglich auf und so weiter? Das heißt, diese 2000 Liter Blut, die jeden Tag zur Leber kommen, die vom Darm gesammelt sind, vom Unterleib, die kommen erst zur Leber. Und die Leber ist die Mutter. Die Leber sagt, ich kann viel tun, ich kann viel machen, aber ich kann auch nicht alles für dich und gibt es zurück. Und jetzt entstehen natürlich auf körperlicher Ebene dann chronisch entzündliche Prozesse und Sie können dem schon den Namen geben, Rheumatismus. Sie können auch den Namen geben, Fibromyalgie. Aber ich muss Ihnen sagen, das behandle ich gar nicht. Ich behandle hier einen Menschen, der vor mir sitzt, mit dem will ich verstehen, was ist die Ursache für sein ständiges Entzündungsproblem. Und ich glaube, wenn Menschen das verstehen, also was hier geschieht, es werden Menschen, die jetzt aus Liebe zu sich selbst, weil das setzt es voraus, wenn ich mich für mich engagiere, dann muss ich mir das auch wert sein. Ja, und diesen Menschen brauche ich hier. Wer sagt, wenn du mir jetzt nicht genug hilfst oder ich habe ganz viele Rückmeldungen, dass Menschen sagen, es ist die wichtigste Investition in meinem Leben gewesen. Und ich weiß jetzt, was kann ich tun. Und ich kriege diese Rückmeldung manchmal überhaupt nicht nach 4 Monaten, aber nach 1,5 Jahren oder nach 3 Jahren. Aber dieses 1000-mal hinfallen, wieder aufstehen, an sich glauben und das Grundgedanken wirklich verstanden zu haben, aber auch nichts bleibt, wie es ist. Ja, kann jedem nur das Buch empfehlen von Herrn Pockel, Heilung ohne Chemie. Herr Pockel hat einen 7-jährigen Heilungsweg vollzogen und ist heute ein gesunder Mensch, der unter schwerstem Parkinson litt. Und immer wenn Parkinson-Patienten neu sind, dann kommt Herr Pockel 2-mal im Jahr in die Klinik und Parkinson-Patienten sind in der Klinik, damit sie einfach auch, ich kann ihnen den Weg zeigen, aber ich bin nicht betroffen. Und es ist mir sehr wichtig, dass es diese Kontakte auch zu Menschen gibt, die einfach auch diese Wegstrecke hinter sich haben. Definitiv, ja. Genau. Ja, das ist, wenn man mit dem Leid in Berührung kommt und wirklich ein Beispiel hat, was dann praktisch ist, wirklich zu sehen, ach so,
das hat wirklich eine 180-Grad-Wendung gebraucht für diesen Menschen. Und man kann sich und darf sich ja auch immer fürs Kranksein entscheiden. Das ist ja auch noch so eine Sache. Ja, natürlich. Aber diese Arbeit hier, die wir machen, ist wirklich für diese Menschen, die sagen, ich möchte mich für meine Gesundheit entscheiden und ich bin mir so wichtig, dass ich wirklich diese Änderung mache. Aber dafür braucht es auch immer dieses Wissen. Man muss wissen, womit man es zu tun hat, damit man auch wirklich handeln kann. Und ich begleite ja viele Patienten mit chronischen Darmerkrankungen, einfach aus dem heraus, dass ich weiß, wie das ist und einfach eine Ermutigerin sein möchte. Jetzt ist es so, dass ich viele Geschichten höre und es ist oft so, immer wieder kommt es in den Erzählungen, dass Patienten mit entzündlichen Darmerkrankungen von den Ärzten als essgestört abgetan werden. Ihnen gesagt wird, ja, sie sind empfindlich und man kann mit ihnen nicht arbeiten, weil sie wollen ja nicht wirklich essen, sie wollen ja nicht ausgewogen essen. Und dabei wird einfach vergessen, dass das so an sich schon ein traumatisches Erlebnis ist, wenn man Essen isst und dann diese schmerzhaften Krämpfe die ganze Zeit hast und dann eine Angst entwickelt. Und bei chronisch Erkrankten ist das einfach ein wichtiges Thema, auch einfach diese Angst, die aus traumatischen Schmerzattacken entstanden sind, da ein Gefäß zu schaffen. Genau, das wollte ich einfach nochmal sagen, dass das einfach dieser Platz gar nicht da ist für dieses Mitgefühl. Erst zu sagen, ja, das ist schrecklich, was dir passiert ist. Das ist wie ein Unfall, nur dass man es äußerlich nicht sieht, aber in dir drin ist eigentlich ein Unfall passiert und das ist traumatisch. Und dass da dieses Herz mit dabei ist. Und das ist dann oft so bei den Erkrankten, da gehen sie hier in eine Praxis, hier und dann hören sie noch, was sie alles falsch gemacht haben. Wo dann noch das Selbstbewusstsein oder diese innere Kraft wirklich noch an sich zu glauben und dann dass der Körper eigentlich was Gutes möchte und sich nicht gegen eingewendet hat, sondern dass er eigentlich mit letzter Kraft versucht, sich selbst noch zu retten. Diese Botschaft fehlt mir oft in den Ärztezimmern. Ja, und ich kann als Patient auch gar nichts anderes tun, als dass mein Radius dessen, was ich vertrage, natürlich immer kleiner wird. Immer kleiner wird. Und diese mutigen Schritte, vielleicht doch wieder das zu versuchen oder das zu versuchen, werden ja nur möglich sein, wenn langsam irgendwo auf einer anderen Seite klar wird, warum wehrt sich dieses System. Immer Durchfall heißt ja bloß schnell raus, ich bin gar nicht in der Lage, es aufzuspalten und so weiter. Und ich glaube, da haben wir noch eine ganz große Arbeit auch zu leisten, weil auch die Subspezialisierung in der Medizin, die sich natürlich dann auch sehr, 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 sehr begrenzt natürlich mit dem Organ Magen-Darm-Trakt beschäftigen oder sehr begrenzt mit den Nieren- und harnableitenden Wegen oder sehr begrenzt nur mit dem Organ Haut. Wenn ich das immer loslöse vom Ganzen, dann wird es nicht möglich sein, auch wirklich einen positiven Verlauf zu erreichen, weil ich ja nicht erkennen kann, dass eigentlich die Ursache hier vielleicht darin liegt, weil mein Körper hoch belastet war durch das viele Amalgam. Ich habe das über Jahre immer wieder nur geschluckt und dadurch hat es natürlich was mit meinen Schleimhäuten auch gemacht oder eine nicht erkannte Parasitose und wenn man all diese Dinge dann natürlich nicht auch noch involviert in eine Diagnostik, dann ist in der Mitte ein in sich kreisender, auch erschöpfter, auch teilweise depressiver Patient, der auch langsam in so eine
man nennt das ein Hypokortisonismus. Das heißt, die Nebennieren, die immer wieder versucht haben, genug Kraft und Stresshormone in diesem Prozess zu geben, die werden aufgrund auch der Chronizität müde. Ja, genau. Und dann entsteht eine Trias. Das erste ist, ich habe eine chronische Stressintoleranz. Mir ist das Wenige zu viel. Ja. Ob das jetzt mental ist, ob das in meinem Leben ist, ob das meine Kraft ist, ob das meine Energie ist oder ob es mein Nahrungsmittel ist. Mein Körper ist nicht mehr anpassungsfähig. Das Zweite ist, ich habe eine chronisch latente Entzündung. Mein Körper kann sie nicht mehr koordinieren. Der Adrenalin geht runter, eigenes Cortison geht runter. Das hat immense Folgen. Und das Dritte ist natürlich auch, dass meine Psyche leidet, dass ich müde bin. Und dieses Müde wird dann so hochgestellt, so unter dem Motto erst gestört oder was auch immer, wo ich einfach sage, wir müssen es verstehen. Und wenn wir es verstehen, dann wird kein Mensch, der nur annähernd, ich mag ja dieses Wort chronisch gar nicht. Wer bezeichnet denn überhaupt etwas als chronisch? Das bezeichnet doch nur der auch nichts anderes sieht oder als nicht heilbar. So, das sind Vokabel, die werde ich nicht benutzen. Aber vom ersten Moment muss ich das System auf etwas einstellen, was weiß, jetzt nehme ich es in die Hand. Ja. Das ist mein Weg und der ist bitte für jeden anders. Es gibt kein Konzept aus der Schublade für Fibromyalgie und es gibt auch gar kein Konzept für Colitis ulcerosa. Man muss einfach jetzt am Anfang etwas stellen, wo man sagt, wer bist du? Ja. Jetzt schauen wir das an. Ja. Oft wird ja gesagt von den Ärzten, dass sie halt einfach nur 15 Minuten Zeit haben für den Patienten. Wenn jemand in diesem System drin ist, also ein praktizierender Kollege von Ihnen und er sagt, er hat nur 15 Minuten Zeit, was würden Sie für die 15 Minuten anraten? Also erstmal ist es so, dass ich ja 25 oder fast 20 Jahre Landärztin war und ganz genauso in diesem großen Konflikt stand, dass im Wartezimmer immer Menschen saßen. Also ich kenne keine Arbeit, die in einer ruhigen Atmosphäre stattfindet. Und trotzdem ist es die Kunst, aus dieser Zeit, die man hat, eine Fokussierung zu machen, dass du bist jetzt der Wichtigste und niemand da draußen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass nicht alles in einer täglichen Praxis auch eine große Anamnese benötigt. Menschen kommen dann sehr schnell mal mit Bagatellproblemen, mit Dings. Der Arzt arbeitet doch aus Erfahrung. Das ist doch nicht ein wissenschaftlicher Beruf, sondern ein Erfahrungsberuf. Das heißt, manchmal sind wirklich diese 5 und 10 und 20 Minuten ausreichend, weil jetzt kommt er mit dem Problem. Und das reicht, um kurzzeitig analysieren wahrzunehmen. Wozu es nie reichen wird, ist, dass man, wenn Menschen mit wirklich großen Problemen kommen, dass man dann in eine sehr große Not gerät. Aber was ich einfach für mich gelernt habe, ist, dass es hier um dich geht. Und wenn es um dich geht, dann gilt das jetzt meiner Verantwortung. Und ich werde mir jetzt die Zeit nehmen, die du brauchst. Und wenn du jetzt 45 Minuten brauchst, dann muss ich sehen, dass der andere, der vielleicht im Moment gar nicht dieses große Problem hat, ein Kind mit einem Infekt oder Halsschmerzen, das kann ich dann schon ein bisschen steuern in der Abfolge. Aber ich akzeptiere es nicht, dass wir nur noch oberflächliche Ärzte sind, dass wir nur noch symptomatisch arbeiten, dass wir nur noch zack, 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 zack. Das ist überhaupt nicht mein Anspruch für diesen Beruf. Und ich darf natürlich heute auch Dinge erkennen und sehen, welche Früchte es trägt, wenn man auch mit dem Faktor Zeit mehr arbeiten darf. Das ist schon alles für das gesamte Fürsorge für unsere Menschen schon ein ganz großes Problem. Da gibt es gar keine Frage. Aber auf der anderen Seite muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, daneben waren jeden Tag immer noch 3, 4, 5, 6 Hausbesuche und eine volle Praxis von morgens bis abends. Heute fährt der Arzt gar keine Hausbesuche mehr. Heute wird ein Hausbesuchsdienst geschickt. Also
Ich denke, es ist schon, dass wir wirklich im großen Mangel sind und dass wir wirklich dafür Sorge tragen müssen, dass mehr junge Generationen dort mehr wieder diesen Beruf mit einer großen Liebe auch ergreifen. Das ist schon ein großes Problem. Ja. Ich würde gerne noch mal zu mach's noch mal. Genau, ich würde gerne noch mal zur Ursachenforschung zurückgehen. Also das, was wir jetzt im Gespräch herausgefunden haben, ist, wenn wir die Ursache nicht kennen, werden wir einfach bei den symptombehandelnden Medikamenten landen. Aber eine Ursachenforschung braucht, wie wir schon angesprochen haben, Zeit. Und es braucht aber auch finanzielle Ressourcen. Jetzt bei die Wirkung zu erforschen von einem Medikamenten ist es ja kein Problem, finanzielle Förderung zu bekommen, weil in absehbarer Zeit sehr viel Geld verdient werden kann. So, hier ist es nun anders. Ich als chronisch Erkrankte stand wirklich vor der Situation, dass wir nicht wussten, was die Ursache meiner Probleme ist. Also in den 10 Jahren Krankenhausmarathon hat keiner meiner behandelnden Ärzte wirklich hingeschaut und es war nie das Thema auf dem Tisch, was die Ursache war. Dafür hatte ich eine immense Auswahl an Tabletten. Gegen Verstopfung, gegen Durchfall, dann habe ich Säureblocker bekommen, ich habe Schmerztabletten bekommen, ich habe Tabletten gegen Migräne bekommen, ich habe Pillen für die Hormone bekommen und so weiter und so fort. Ich möchte gar nicht von den Nebenwirkungen anfangen zu sprechen. Das ist nämlich sowieso die Hölle. Ich war sehr junge Mutter und wenn man dann noch starke Nebenwirkungen hat, das ist kein Leben mehr. Und da steht ja eigentlich der Arzt auch in Verantwortung. Was verschreibt man und welche Verantwortung hat man? Auf jeden Fall war es wirklich eine Odyssee, das herauszufinden. Und bei mir war dann in der späteren Recherche, wie kann das überhaupt passieren, dass ich als chronisch Erkrankte so eine Auswahl habe an Medikamenten, die eine schlimme Nebenwirkung haben. Dann bin ich darauf gestoßen, wie überhaupt das System ein bisschen aufgebaut ist und dass die Pharmalobby halt wirklich eine sehr fantastische Arbeit leistet für ihren Bereich und dass die Ärzte schon in den Universitäten besucht werden, dass die Ärzte in den Praxen besucht werden und dieser Zusammenhang, ich wusste das wirklich nicht als chronisch Erkrankte und das dann zu wissen, hat mir ein ganz anderes Bild gegeben. Es ist jetzt nicht so, dass ich so denke, oh, alle Ärzte sind schlecht und so weiter, aber ich sehe, in was für einem System sie auch einfach drin sind und was auch ihre Informationen sind. Und wenn wir sagen, dass erst wenn wir wissen, womit wir es zu tun haben, wir auch wirklich handeln können, dann ist dieses Wissen, von wo hat eigentlich mein Ratgeber, mein Arzt, sein Wissen, von wem kriegt er das eigentlich? Von der Pharmalobby. Okay, da muss Geld verdient werden, da hängen ganz viele Aktionäre dran. Dann weiß ich ja viel mehr. Dann ist es nicht einfach so, das ist meine Lösung, vielen Dank, ich nehme gerne die Tablette und die Tablette. Also da fängt das ja schon alles an. Und die Frage ist, haben Sie einen Tipp für uns Erkrankte, wie wir mit diesen Medikamentenvorschlägen umgehen? Weil die meisten haben ja nicht die Zeit, sich da reinzulesen und was bedeutet diese Krankheit überhaupt wirklich? Was wäre da ein guter Anfang? Ach, das ist ja alles gar nicht so einfach zu beantworten. Was mich an der ganzen Problematik sehr, sehr traurig macht, ist, dass wir natürlich als Ärzte auch diesbezüglich fortgebildet werden. Wir werden durch den Pharmavertreter fortgebildet. Das ist ein sehr, sehr starkes Netzwerk, da stehen sehr viele Abhängigkeiten und für mich war das als sehr junge Ärztin ganz schnell klar, dass das nicht mein Fortbildungsweg sein kann, weil er gibt mir ja gar keine Antworten auf Fragen. Und das ist ein Punkt, wo ich sage, wer dem Leben gegenüber mit sehr viel Respekt und Demut gegenübersteht, der wird anders mit dem Leben auch umgehen. Ich bin ja auch Ärztin und ich bin auch in einer unendlich großen Verantwortung mein ganzes Leben. Aber ich bin zutiefst berührt, was ich erlebe
dass ich auch ein schulmedizinisches Medikament dankbar bin, für den Notfall zu haben. Dafür bin ich dankbar. Ich bin dankbar um mein Cortison. Ich bin dankbar um ein Antibiotika im wirklich absoluten Notfall. Aber wenn man versteht, dass man, wenn man Leben schützt, man muss Leben schützen. Wir schützen das Leben nicht genug als Ärzte. Wir sind selber diejenigen, die auch Chronizität damit triggern, weil der Körper selber ja gar nicht verstanden wird. Wie wollen Sie eine Beziehung wieder auf eine gute Ebene führen, wenn zwei Menschen nicht zueinander finden und sich verstehen? Es kann ja sein, sie haben andere Werte, sie haben andere Lebensideale, dann passt es nicht. Das ist tausendmal ehrlicher dann zu sagen, als etwas mit Macht zusammenzubringen. Aber eine symptomatische Ebene zu bearbeiten, wisse, was es wolle, ist für meine Begriffe eine große Unverantwortlichkeit. Und was ich einer akademischen Berufsgruppe eigentlich mittlerweile sehr, sehr übel nehme, ist, dass sie diesen Menschen, der das nicht alles wissen kann, in eine Gefahr laufen lassen. Also ein Pantozol macht schwere Vitamin B12-Mangel. Ein Statin, was ich nicht benötige, weil ich weiß, dass Cholesterol eines der wichtigsten Bausubstanzen der menschlichen Zelle ist. Dass Cholesterol der wichtigste Baustoff für die Herstellung aller Hormone ist. Dass ohne Cholesterin oder Cholesterol das Vitamin D sich aufbaut. Ja, aber bitte, wenn Cholesterin jetzt erhöht im Blut ist, hat doch der Körper damit etwas vor. Unser Körper macht keinen Fehler. Punkt. Und wenn ich jetzt weiß, was dem Körper fehlt, weil Zink fehlt, B3, jetzt kann er das Testosteron, ach, er hat einen Testosteronmangel. Aha, deshalb hat die Leber auch Cholesterol rausgeschmissen, in der Hoffnung, jetzt es weiter zu verstoffwechseln. Oder wir machen bei jedem Patienten, schauen wir Vitamin D an, als lebenswichtigstes Hormon. Hunderttausende Immunreaktionen hängen damit zusammen. Der Vitamin D-Spiegel selbst wird viel zu niedrig heute angesetzt. Das Licht ist gar nicht mehr möglich, es zu reaktivieren in uns. Dann ist doch klar, dass ich im Blut erwarte, bei einem niedrigen Vitamin D-Mangel, dass Cholesterin oben ist. Und was machen wir? Wir blockieren die Synthese in der Leber. Können Sie sich das vorstellen? Und es hat nichts gebracht. Es verschönert nur das Blutbild. Ja, aber wir machen doch keine Laborkosmetik. Wir haben das doch als Ärzte so auch gelernt. Welche Aufgabe hat Cholesterol? Das ist so wichtig, dass es 80% in der Leber gebildet wird. Das können Sie gar nicht. Also seit 20 Jahren benötige ich so ein Medikament nicht. Und ich muss Ihnen sagen, deshalb haben meine Patienten nicht mehr Schlaganfälle oder Herzinfarkte oder wie auch immer. Das ist das Verständnis für den Ablauf von Lebensprozessen. Und wenn ich jetzt noch einen Schritt weiter gehe, dass allein die Physik verstanden hat, dass es gar nicht um Materie geht, sondern nur noch um Resonanz und Schwingung, dann klingt das jetzt aus diesem Munde 2020 noch ein bisschen abgehoben, weil diese Menschen werden dann so ein bisschen in die esoterische Schiene gegeben. Aber mein Weltbild hat sich bis auf diese Ebene weltallmäßig vergrößert. Denn wenn Sie in ein Elektronenmikroskop schauen, und in der Medizin und Psychologie ist es noch nicht angekommen. Aber die Biochemiker, die haben ja schon und die Physiker. Aber dann sehen Sie nur in einen leeren Raum. Da geht es nur noch um Schwingung, um Ionenaustausch, um Gravitationsfeld, um elektromagnetisches Feld, um großes Kraftfeld, kleines Kraftfeld. Und das ist Leben und koordiniert sich. Und ich versuche hier auch diagnostisch bis auf all diese Ebenen zu kommen und bediene mich auch dieser Prozesse in der Diagnosestellung. Das war auch für mich persönlich ein großer Weg bis hierher. Ja. Aber der Mensch wird ja nicht immer älter, er wird ja in seinem Leben sich immer mehr vollenden. Und das bringt natürlich auch... Das kostet natürlich auch ein Klientel von Menschen, die da sehr offen sind. Aber ich denke, es ist die Zeit reif.
Und diese Prozesse natürlich auch in den Krankheitsprozess zu involvieren, wenn ein Mensch begreift, dass er über mentale Techniken, über Leitsätze, über positives Denken, wir sagen heute, dass allein über Information die Zelle sich ganz anders strukturiert als über ein Medikament, was da andockt. Das ist spannend. Und, aber das Problem ist hier wieder, das könnte dann der Mensch aus sich heraus selber machen, also wie kein Geld damit verdient. Und mit einer Laborkosmetik wird einfach sehr, 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 sehr viel Geld verdient. Ja, und deshalb ist es eigentlich, deshalb freut es mich hier, dass ich natürlich nur solchen Menschen gegenüber sitze, die auch in diese Eigenverantwortung gehen und sagen, das will ich reinbringen in meinen Prozess und auf einmal in eine Dimension kommen, wo sie sagen, ich gehe jetzt in die richtige Richtung und halte mich nicht mit meiner Erkrankung weiter auf. Das ist genau das, was als nächste Frage kommt, und zwar zu welchen praktischen Schritten würden Sie, ich sage jetzt das Wort trotzdem, chronisch erkrankten Menschen raten, die von den Medikamenten weg in die ganzheitliche Heilung kommen möchten? Naja, wie gesagt, die praktischen Schritte sind dann die, ein Patient, der von weiter her kommt in der Regel für einen Aufenthalt von mindestens 3 Wochen. Und es ist nicht selten, dass er diesen Aufenthalt noch erweitert, weil das System braucht eine ganz große Zeit auch, um langsam umzuschwenken. Das heißt, alle Patienten, die mit einer großen Anamnese kommen, starten in dieser Klinik mit der Leberentgiftungswoche. Sie haben das vorhin kurz angedeutet. Warum? Die Leber ist die Mutter in unserem Körper und die Leber steht eigentlich in einer Verantwortung, die mit 500 Aufgaben in unserem Körper mit koordiniert und bestimmt. Das heißt, wenn die Leber in ihrer Funktion müder wird, dann werden Sie das nicht an Laborwerten erkennen, sondern das können Sie nur aus ganz, ganz vielen Dingen erkennen, was der Patient Ihnen berichtet. Und diese Menschen steigen ein hier in die Leberentgiftung, um einfach der Leber, die am Tag über 2000 Liter Blut aufnimmt und immense Verantwortung trägt für die Entgiftung, für die Herstellung von B-Vitaminen, für die Blutgerinnung, für den ganzen Insulin- und Kohlenhydratstoffwechsel und so weiter. Das heißt, ich brauche für den Weg, den wir jetzt gehen wollen, auch eine Leber, die sagt, endlich kümmerst du dich mal um mich. Denn wenn du dich jetzt um mich kümmerst, kann ich mich morgen auch um dich wieder kümmern. Das Leben ist ja nicht eine Einbahnstraße. Ich kann mir immer nicht raufgeben und meinen Körper belasten, ohne irgendwo auch mal zu sagen, jetzt bist du dran und jetzt gebe ich dir eine neue Kapazität. Ich bin die Darmtherapeutin seit 1991. Jede Erkrankung wird für mich da begonnen. Das heißt, der Darm, die Kolonhydrotherapie hier ist für mich einer der traumhaftesten Therapien, weil ich mir es schon immer gewünscht hatte. Und der Darm ist so die Wurzel bei der Pflanze Mensch. Und nur weil wir hier nichts sehen und wir nichts hören und wir reingucken und sehen nichts, meinen wir auch noch bei einer guten Stuhlregulation, die ist ja bei manchen auch noch, aber das geht nicht. Ne? Also ich kenne keinen Tumorpatienten und wenn der mir 25 Mal sagt, mein Darm ist gut, der einen gesunden Darm hat oder einen rheumatischen Patienten und so weiter. Ja. So, und das sind so für mich die ganz großen Schwerpunkte. Ich kann nicht ein Haus bauen und habe ein Fundament, das bricht mit jeder stärkeren Belastung eigentlich gleich ein, weil ich ja noch gar nicht weiß, wie viele Etagen sollen da vielleicht drauf. Also dann ist die Leberreinigung, Darmaufbau. Ja, das ist so für mich meine Erfahrung. Ja. Und ein Beispiel, letztes Jahr kam im Sommer eine Patientin wieder, die ich im Jahr vorher gesehen hatte, 35 Jahre, 4 Kinder, Schilddrüsenkrebs, danach Bestrahlung und im Monat 20 Tage, aber Migräne, nicht Kopfschmerz, Migräne. Und sie hatte sich eine Gruppe von Menschen dann auch vorgestellt damals und sagte, ich habe keine Lebenskraft auch mehr, weil ich ja nur noch bin, irgendwo zu funktionieren.
Und diese Patientin kam wieder und es waren wieder eine große Gruppe von Menschen, alle stellten sich vor und da war jemand so wie Phönix aus der Asche. Also eine wunderschöne Frau, die mit so viel Leichtigkeit da stand und berichtete, dass eigentlich das Leben zurückgekommen ist. Und sie war für eine Woche hier und hat eigentlich nur ganz fürsorglich meinem Plan gefolgt. Sie hat dann gewisse Rituale immer wieder einmal im Monat durchlebt, hat da Dinge auch ernährungstechnisch und es war so einfach. Es war einfach nur so einfach, sehr schnell zu erkennen, dass wenn das so bleibt, dann wird die Migräne natürlich mit jedem Tag immer wieder da sein, weil der Körper ist ja in sich gefangen, allein. Und das Leben und der Druck und der Stress, das ließ sich alles nicht mehr kompensieren. Deshalb nochmal zurück, man wird erst krank, wenn der Körper seine Kompensation verloren hat. Und das ist wie so dieses schöne Bild mit dem Eisberg. Da ist ein riesengroßer Teil da drunten und den sehen Sie nicht, den hören Sie nicht, den spüren Sie nicht. Jede Tumorerkrankung braucht bitte 10 Jahre. Aber wir müssen diese Dinge schon mal tiefer anschauen, um leise zu erkennen, es darf nichts passieren. Das ist das Beispiel mit meinem Vater. Wenn es damals mit dem Hund nicht passiert wäre, würde mein Vater wahrscheinlich ohne diesen kleinen Zwischenfall, hätte ihn gar nicht bemerkt. Aber das war dann zu eng und das war zu viel Druck und zu viel Stress. So. Dann können Sie in einem Satz eine Ermutigung für die praktizierenden Ärzte aussprechen und für die Erkrankten. Für die praktizierenden Ärzte öffnen Sie einfach Ihre Arme. Wer die Arme öffnet, der will nichts festhalten, der will nach nichts greifen. Wenn wir wirklich helfen wollen, dann brauchen wir uns alle. Erkennen Sie einfach Ihre Grenzen und beginnen Sie ein Miteinander, weil nur im Miteinander, und es geht nicht um Sie, es geht auch nicht um mich, es geht um immer einen Menschen, dem wir gemeinsam helfen wollen. Und da habe ich genauso meine Grenzen und weiß um Menschen, die mir helfen, in diesem Moment vielleicht um eine Erfahrung mehr und ein Wissen mehr. Danke. Und für die Erkrankten? Und für die Erkrankten ist das Allerwichtigste, dass sie wissen, dass wir in einem ständigen Fluss sind, dass nichts so bleibt, wie es ist, gar nichts. Dass Sie entscheiden, was Sie essen, was Sie trinken, wohin Sie fahren, ob Sie 5-mal im Jahr ins Flugzeug steigen und. Dass Sie mit Wissen werden Sie ruhiger, mit Wissen können Sie mehr in Ihre Hände nehmen. Sie sind niemals ein Opfer. Und wer diesen Glauben an sich nicht verliert, der kann wirklich Riesenberge versetzen. Und das ist das Allerwichtigste, weil in das Leben muss man vertrauen. Und ich habe als Ärztin dieses Vertrauen bis heute nicht verloren. Vielen lieben Dank.